7 Dominosteine bis zum Tod. Wie starb Paul Elsner wirklich? Über 20 Presseberichte in namhaften Print-, TV- und Online-Medien und zahlreiche weitere in kleineren Internetforen und kein Bericht stimmt. Sein Tod bleibt ein einziges Rätsel. Doch für die Presse ist die Geschichte schnell erzählt. Angetrunkener Ballermann-Tourist stürzt beim Versuch, auf seinen Balkon zu klettern ab und stirbt. Das, was die Presse da behauptet, kann ganz offensichtlich nicht stimmen. Dazu muss man sich nur 2 Fragen stellen. Wo ist sein Balkon und wo seine Leiche? Sein Balkon ist im 1. Stock auf der gut beleuchteten Nordseite des Hotels. Seine Leiche findet man auf der dunklen Südseite, wo es überhaupt keine Balkone und nichts zu klettern gibt. Warum hat Paul keine Hose und Schuhe mehr an? Warum hat er kein Handy, keine Papiere oder Wertsachen? Wie kann man 13 Meter tief fallen, ohne dass da auch nur ein einziger Tropfen Blut wäre? Ist Paul überhaupt gestürzt? Und ist er da gestorben, wo man ihn findet? Wenn doch, warum ist da kein Blut? Wo war Paul zwischen 23 Uhr, als er wortlos die Kollegen verlässt, und 0:40 Uhr, als er wieder das Hotel betritt? Warum geht er aufs Dach, wenn er einfach an der Rezeption einen Schlüssel für sein Zimmer bekommen kann? Warum geht er von Dach aus nicht einfach die Feuertreppe nach unten? Hier stimmt doch was nicht. Bleib dran und erfahre alles über die gnadenlose Regie des Schicksals in Pauls letzten Stunden. Durch die Untersuchungen der Polizei, Auswertung der Hotelkameras, Berichte von Pauls Kollegen und Hotelangestellten sowie auch durch die Begehung der Örtlichkeiten werden das Mosaik der Tragik und die Anatomie des Sterbens enthüllt. 7 banale Entscheidungen, 7 Schritte in den Tod. 7-mal die Möglichkeit, das zu verhindern, und gerade die letzte wird dich überraschen. 22:15 Uhr, Paul ist mit seinen Kollegen im Bierkönig. Sie sind alle seit 8 Uhr morgens gemeinsam unterwegs, sie hatten eine Menge Spaß, aber jetzt hat er genug von dem ganzen Trubel. Er sagt, er wolle ins Bett und macht sich zusammen mit 5 Kolleginnen und Kollegen zu Fuß auf den Rückweg zum Hotel. Sie gehen vom Balneario 6 entlang der Strandpromenade. Paul geht dabei die ganze Zeit 10 bis 15 Meter der Gruppe voraus. Warum? Er will jetzt einfach mal seine Ruhe haben. 23 Uhr. Die Gruppe erreicht die Straße Carrer de la Perla, in die man links abbiegen muss, um auf dem schnellsten Weg etwa 300 Meter zum Hotel zu gelangen. Aber Paul geht zielstrebig weiter geradeaus und reagiert auf Zurufe der Kollegen nur mit einer abwinkenden Handbewegung. Warum? Er wollte doch ins Hotel zurück. Ja, aber nun sieht er das Schild McDonald's 3 Minuten. Und weil er Hunger hat, beschließt er, schön für sich allein dorthin zu gehen. Tatsächlich braucht man für diese Strecke knapp 10 Minuten. Das weiß Paul allerdings nicht, denn nun betritt er einen Bereich der Insel, wo er noch nie war. Dominostein Nummer 1. Wäre er nicht allein zu McDonald's gegangen, würde er heute noch leben. 23:15 Uhr. Paul setzt sich mit seinem Burger an den Strand, isst und bekommt danach Lust, nochmal, wenigstens mit den Füßen, ins Wasser zu gehen. Er zieht sich aus und geht zum Meer. Dominostein Nummer 2. Wäre er nicht ins Wasser gegangen, würde er heute noch leben. 23:30 Uhr. Er lässt seine Sachen unbeaufsichtigt und bekommt Hose mit Handy und Portemonnaie sowie Schuhe geklaut. Dominostein Nummer 3. Hätte er auf seine Sachen aufgepasst, würde er heute noch leben. 23:30 Uhr. Als Paul nicht zurückkehrt und telefonisch nicht mehr erreichbar ist, organisieren die Kollegen die Suche und konzentrieren sich dabei auf den Bereich zwischen Balneario 6 und 1, wo sich der angestrebte McDonald's befindet. 23:45 Uhr. Paul sucht seine Wertsachen am Strand. Danach macht er sich barfuß auf den Rückweg zum Hotel Timor. Er biegt etwas früher von der Strandpromenade nach rechts ab und nimmt eine der Parallelstraßen zur Carrer de la Perla. Somit hat er die suchenden Kollegen nur um wenige Minuten verpasst. Die Parallelstraßen zur Carrer de la Perla führen alle zur Avenida d'América, die wiederum nur zur Rückseite des Hotels führt. Dominostein Nummer 4. Hätte er nicht einen anderen Rückweg gewählt, würde er heute noch leben. 0:20 Uhr. Paul erreicht über die Avenida d'América die Rückseite des Hotels und stellt fest, dass es dort außer einem verschlossenen Lieferanten- und Angestelltenzugang nur eine Fluchttreppe gibt, deren Zugangstür sich von außen nicht öffnen lässt. Somit gibt es hier keine Möglichkeit, ins Hotel zu kommen. Um zum Haupteingang zu gelangen, gibt es nur 2 Wege. Einmal links über die Cami de Cana Gabriela, 7 Minuten, oder rechts über die Carrer dels Trovadors, 10 Minuten. Beide Wege sind Paul bisher unbekannt. 0:40 Uhr. Paul erreicht die Lobby. Er schämt sich. Nicht nur, weil er in der Unterhose und ohne Schuhe rumlaufen muss, sondern auch, weil er sich hat beklauen lassen.
Auf die Hotelangestellten und die Security macht er keinen hilfebedürftigen Eindruck. Er geht schnell auf den ersten Stock, klopft direkt an die Tür seines Zimmers und danach an die Türen der Nachbarzimmer. 0:45 Uhr. Paul ist stinksauer. Wo ist sein Zimmergenosse? Und wo sind die anderen? Die wollten doch zurück ins Hotel. Zur Rezeption zu gehen ist für ihn allerdings keine Option. Ohne Hose, barfuß fremden Menschen erklären, dass er sich hat beklauen lassen, ist ihm viel zu peinlich. Das würde er nur machen, wenn es gar keinen anderen Ausweg gäbe. Dann sieht er wenige Meter von seinem Zimmer entfernt, am Ende des Flurs über einer Tür das Schild Exit. Durch diese Tür geht er durch und landet auf einer rundum vergitterten Feuertreppe, ohne Möglichkeit zu seinem Zimmer oder seinem Balkon zu kommen. Die Tür ist hinter ihm ins Schloss gefallen und ein Öffnen von außen ist nicht mehr möglich. Er kommt hier nicht mehr ins Hotel zurück. Dominostein Nummer 5. Hätte er nicht den Notausgang gewählt, würde er heute noch leben. 0:50 Uhr. Er geht nach unten und stellt fest, dass er dort wieder nur auf die Rückseite des Hotels gelangt. Er hat definitiv keine Lust, wieder 7 oder je nach Weg auch 10 Minuten auf seinen mittlerweile wunden Füßen in Unterhose um den Block zu laufen. Paul geht die Feuertreppe wieder rauf und überprüft, ob er nicht doch vielleicht über einen der Notausgänge im 2. oder 3. Stockwerk wieder ins Hotel hineinkommen könnte, was nicht gelingt. Dominostein Nummer 6. Wäre er noch einmal um den Block gelaufen, würde er heute noch leben. 1 Uhr. 2 von Pauls Kollegen kommen von der Suche an der Promenade zurück und fragen an der Rezeption, ob Paul gesehen wurde. Der erreicht zu dieser Zeit das Dach des Nebengebäudes, auf dem großflächig Solarpaneele auf Betonsockeln montiert sind. Dieses Dach ist nur indirekt über die Lichter der umliegenden Gebäude und somit schwach beleuchtet. Paul sieht am anderen Ende des Daches die Notausgangstür des Hauptturms. Da ihm kalt ist, geht er dorthin und versucht, sie zu öffnen, was wiederum nicht möglich ist. Paul geht den Rand des Daches zur Nordseite ab. Darunter befinden sich 5 bis 6 Meter tiefer die Balkone seines Zimmers und die der Zimmer der Kollegen. Paul erkennt, dass es zu gefährlich ist, dort hinunter zu klettern. Paul geht zum südlichen Rand des Daches. Auf der darunterliegenden Fassade gibt es keine aus dem Gebäude herausragenden Balkone, sondern nur mit der Fassade bündig abschließende Loggien. Diese sind über das Dach nicht zu erreichen. Klettern ist hier schlicht unmöglich. Das komplette Dach ist mit 2 Geländern umrandet. Ein inneres gut 1 Meter hoch und im Abstand von ca. 30 Zentimeter ein äußeres, das bündig mit dem Gebäuderand abschließt und etwas niedriger als 1 Meter ist. Die südliche Seite ist nur am Boden beleuchtet. Man sieht also sehr genau, dass sich ganz unten ausschließlich blanker Betonboden befindet. Wegen fehlender Beleuchtung liegen die Stockwerke dazwischen im Dunkeln. Mittlerweile hat sich durch Abkühlung, Nähe zum Meer und damit verbundener hoher Luftfeuchtigkeit auf den Geländern und den Solarpanelen Tau gebildet. Um zu sehen, was genau unter ihm liegt, stellt sich Paul auf den ersten Sockel und beugt sich in einem flachen Winkel über die Geländer. Seine linke Hand greift dabei das äußere, die rechte Hand das höhere, innere Geländer. Ob er dabei auf dem glatten, nassen Untergrund wegrutscht oder barfuß auf eine der scharfkantigen Schrauben tritt, mit denen die Paneele montiert sind, kann nicht mehr geklärt werden. Auf jeden Fall rutschen seine Hände ruckartig ein paar Zentimeter nach vorne. Er verliert das Gleichgewicht und stürzt über die beiden Geländer, deren unterschiedliche Höhen zusätzlich wie eine Rutschbahn wirken und den Impuls noch verstärken. Dadurch, dass er mit beiden Händen die Geländer greift, dreht sich sein Körper mit Brust und Gesicht zur Fassade. Da beide Geländer allerdings recht breit und auch noch feucht sind, kann er sich nur ganz kurz halten und rutscht ab. Er fällt aufrecht 13 Meter tief an der Hauswand entlang. Durch diesen aufrechten Aufprall kam es zu keinen äußeren Blutungen. 1:15 Uhr. Paul ist tot. Dominostein Nummer 7. Hätte er sich nicht barfuß auf die Paneele gestellt, würde er heute noch leben. Entgegen der Darstellung in der Presse wollte er nicht zu seinem Balkon klettern. Die 5 bis 6 Meter auf der gut beleuchteten Nordseite erschienen ihm schon viel zu gefährlich. Warum sollte er dann auf der Südseite, auf der es überhaupt keine Balkone gibt und mehr als doppelt so tief runter geht, rumklettern? Er wollte da nicht runter. Wenn es ums Runterkommen gegangen wäre, hätte er einfach die Treppe nehmen können. Pauls Tod war ein tragischer Unfall. Er rutschte nur deshalb aus, weil er keine Schuhe mehr hatte. 1:20 Uhr. Eine Frau kommt zur Rezeption und berichtet, dass sie von ihrem Zimmer aus jemanden im Hof liegen sehen würde. Die mittlerweile 4 anwesenden Kollegen Simone, Susi, Jennifer und Marco eilen daraufhin zum Fundort. Marco und Jennifer beginnen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.
Diese machen sie 20 Minuten lang bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei. In Pauls Namen und seiner Familie. Dankeschön, dass ihr es so lange versucht habt.